Hi und willkommen beim iCandy YouTube Channel. Und heute sehen wir tatsächlich für eine komplette Werbesendung aus. Jetzt habe ich einen Tisch und komme mir vor ein bisschen wie Stefan Raab. Aber ja, bin ich ja nicht. Auf jeden Fall heute geht es um die Diopter. Da sind die Teile, die vorne auf das Filtergewinde draufkommen, damit die Naheinstellungsgrenze von dem Objektiv verkürzt werden kann. Und zwar, diese Teile wollte ich schon die ganze Zeit testen und mir wurde immer wieder gesagt, dass die Diopter mit anamorphen Objektiven nicht gehen. Keine Ahnung, wo ich das gelesen habe. Irgendwo in den Foren wurde es mir immer wieder vor die Nase geschoben. Bis ich letztens auf dem YouTube-Channel von Tito Ferrandes, wie heißt der? Tito Ferradans, wie auch immer, so heißt der Typ und der beschäftigt sich mit anamorphen Dingen. Anamorphic on the Budget übrigens heißt dieser Channel. Und zwar, der Typ hat die Diopter getestet mit anamorphen Linsen, unter anderem mit den Sirui-Objektiven. Und wisst ihr was? Es hat super ausgesehen. Was ich getan habe, auf AliExpress habe ich für ca. 100 € ein Set bestellt mit vier Dioptern, unterschiedliche Stärke. Und zwar die sind +1, +2, +4 und +10. Die Zahl bedeutet das Koeffizient der Vergrößerung. Und +1 ist natürlich relativ wenig, +2 ist schon interessanter und +4, +10 sind richtig geil. Also man kann mit den anamorphen Objektiven beinahe Makroaufnahmen machen. Und zwar, schaut auf den Bildschirm, ich zeige es euch. So sieht es also aus. Ich fand es ziemlich geil. Keine Ahnung, wieso mir immer wieder geraten wurde, beziehungsweise wieso ich immer wieder davon abgeraten wurde, die Diopter mit anamorpher Optik zu benutzen. Angeblich sollte es irgendwelche Störungen geben und Verwölbungen, aber wie ihr gesehen habt, ist da nichts, ist ja alles okay. Also jetzt mal zu der Verpackung. Die ist ziemlich cool. So ein schönes Täschchen, alles einzeln verpackt, damit es nicht verkratzt wird. Und die Teile selbst, okay, da kann man wahrscheinlich nicht viel falsch machen, außer natürlich scheiß Glas zu benutzen, aber das scheint ja eigentlich ganz okay zu sein. Um sie auf das Objektiv drauf zu schrauben, benutze ich so einen Top-Up-Ring. Und zwar von 72 auf die 77 mm. So. So sieht es dann aus. Wunderschön. Ja, und es gibt aber ein Problem. Und zwar... so jetzt. Und zwar, das Problem ist, mein toller ND-Filter kommt nicht mehr drauf, weil die Oberfläche von dem Diopter jeweils gewölbt ist. Und also das Problem habe ich jetzt noch nicht gelöst. Ich denke mal, werde ich wohl lösen müssen mit diesem riesen quadratischen Teil.
Also mein Fazit. Hört nicht auf die Stories in den Foren. Es funktioniert wohl wunderbar. Und zwar, ihr habt ja gesehen, ich habe selber getestet und werde noch einiges damit filmen und auch auf meinem Kanal posten. Soweit so gut. Bin wieder mal out. Beinahe vergessen. Unbedingt liken, followen und was macht man noch so alles? E-Mails schreiben, genau. Schreibt die E-Mails, Fragen, Kommentare, genau. Macht halt alles, was so die Leute im Internet machen. Und bleibt gesund und filmt. Anamorph. On out.